Bitte die Kamera an. Die Kamera ist an. Assalamu alaikum, liebe Zuschauer. Grüß Gott, Servus. Ich habe hier zwei verschiedene Texte. Die beiden wurden meinen Videos Das Leben und die Liebe und das andere die ungläubigen Bücher und der schöne Bart unter der Beschreibung zugefügt. Da der Inhalt der beiden Texte an seiner Aktualität nicht verloren hat, denke ich, wäre es angebracht, den Inhalt hier einmal vorzutragen. Das Leben ist eine leicht zu erkennende und mit gehöriger Mühe auch feststellbare Dimension des Mystischen und somit des Spirituellen zugleich. In diesem Sinne ist das Leben ein Geschenk des gnädigen Gottes und kein Niesanfall. Vielmehr ist es aus dieser Warte betrachtet ein Beweis für die Liebe Allahs, die er für seine Geschöpfe hat. Von daher meine ich, muss man für das Leben, für das Geschenk des Lebens demjenigen, der uns das Leben geschenkt hat, auch dankbar sein. Bringen wir unseren Kindern nicht bei, sich artig bei der Großtante für die Pralidenschachtel zu bedanken? Warum also nicht auch uns bei Allah bedanken für das schöne Leben? Das Leben ist ein sehr, sehr und noch viel mehr sehr schönes Geschenk des liebenden Schöpfers, als uns die hässlichen Menschen durch ihre hasstriefende schwarze Zunge das Gegenteilige glaubhaft machen wollen. Die Hässlichkeit ihres Herzens findet den Zugang zu ihrem ungeordneten Hirn, von dort kommen die entsprechenden Handlungsbefehle und siehe da, schon ist die Welt ein wenig mehr oder weniger, auf jeden Fall etwas mehr beschmutzt. Zum Glück, Gott sei Dank, gibt es auch Menschen, die Lichtgestalten mit lichtstrahlenden Worten und Gedanken ebenso wie mit ausgewogenen Handlungen ausgestattete Lichtcharaktere sind. Möge Allah uns zu dieser Sorte Menschen zählen. Der Mensch ist, wie ich meine, eigentlich ein sehr schönes Werk des Malers, des Al-Musawwir, wenn der Mensch nur nicht tot ist. Tot ist er dann, wenn er keine Träume, kein Ziel, keine Ambitionen, keine Hoffnung und vor allem aber keine Liebe mehr im Herzen hat. Die Liebe kann die zuvor genannten Dinge zum Leben auferwecken. Und für das eigene Fortkommen im Leben keine sichtbare Mühe darlegt, sich vielmehr damit begnügt, dass der Staat, das heißt die Gesellschaft, also die anderen, ihn tragen und verwalten. Wie viel der Muslim-Jugendlichen sind in so definiertem Sinne schon tot, weiß nur Allah. Die Jugend kann doch angeblich Bäume ausreißen. Warum bäumen sie sich bitte selbst nicht endlich auf und machen etwas Vernünftiges aus sich heraus?
Die Muslimjugend, die Jungs und die jungen Frauen, ist nach meiner Überzeugung in die Hände mancher dubiosen Konvertiten geraten, die ihrem Auftrag gemäß sie geistig ruinieren. Das ist deutschlandweit so. Und es hat ein System dahinter, zentral gesteuert, von Fachleuten natürlich. Man achte nur auf ihr Sprachniveau, in welch einem primitiven Sprachjargon sie zu der Muslimjugend reden. Sehr aufschlussreich finde ich die Tatsache, welche Themen sie und vor allem, wie sie behandeln. Ich frage mich, wo sind die Ulema-Ikram, die Gelehrten des Islam? Warum beziehen sie sich keine Position zu diesem gesellschaftlichen Thema? Die Muslime müssen ihren Islam anhand des Koran und Hadith kennenlernen, sonst können sie sich nicht islamisch verhalten. Hand aufs Herz. Haben Sie den Koran anhand der Sunna Hadith studiert, beziehungsweise auch nur gelesen, nie einen Wunsch danach gespürt? Ich empfehle es Ihnen, es zu tun. Es lohnt sich. Das Herz kommt zur Ruhe, auch eines Nicht-Muslims. Mein Begriff der Ästhetik. Durch die Schöpfung Gottes verachtenden Handlungen macht der Mensch sich selbst zum Hässlichen. Und wenn der Mensch durch seine eigene Handlung das Werk Gottes entstellt und besudelt, ist eben dies aus der Sicht des Malers eine Sünde. Kein Werk hat das Recht, den Maestro danach zu fragen, warum er es diese und nicht in jener Farbe malt. Ergo, kein Mensch hat das Recht, Allah danach zu fragen, warum er dieses erlaubt und jenes verbietet. Die Schönheit eines Körpers ist beschränkt und vergänglich. Aber die Schönheit eines Schöngeistes und edlen Charakters ist unbeschränkt und ewig. Das ist das Leben. Ich liebe das Leben und ich liebe die Menschen als von Allah gemalte Werke. Ich finde es wunderschön. Alhamdulillah, Lob sei Allah, Gott sei Dank. Wir sind in diese schöne Welt hineingeschickt, um die Wahl zwischen diesem und jenem zu treffen. Dafür müssen wir auch gerade stehen. Am Ende werden alle Taten, alle Handlungen, groß und klein, in die Waagschale gelegt und sie werden dort dann gerecht gewogen und zu einem fairen Ausgleich geführt. Keiner, aber auch keine, wird an diesem Tag der Abrechnung ungerecht behandelt. Sehr wenige Leute sind des Ernstes der Lage gewahr. Und ich kann es mir denken, dass manche Personen mich für das Gesagte gar auslachen werden. Ich habe es gelernt, damit zu leben. Mit einem für die Verständigen, Vielsagenden Schmunzeln auf den Lippen. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sagte, die Menschen schlafen. Sie werden wach, wenn sie sterben. That is life. Das ist, was auf uns zukommt. Bis dahin. Tschüss. Ach, noch nicht der zweite Text ist doch da.
Der islamische Begriff Al-Mumin und Al-Mu'mina ist seit der Gesandtschaft des Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur für die Muslime vorbehalten. Es muss im Sinne der islamischen Scharia für keine andere Person verwendet werden. Hiervon bleibt der gläubige Status der Folger, Folgerinnen früher Propheten jedoch unberührt. Hier geht es im Video nicht um die Bestimmung des Glaubensstatus von Juden und Christen im Islam, sondern vielmehr darum, wie sie von uns Muslimen zu adressieren sind. Allah und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haben es im Koran al-Karim und Hadith Mubaraka die Juden und Christen als Ahl al-Kitab bezeichnet. Wir Muslime müssten uns damit begnügen und somit zufrieden sein. Es ist nicht die Aufgabe der Muslime, den Iman-Status der Menschen zu überprüfen. Das sollte man Allah, dem Al-Latif, überlassen. Die Verwendung des Namens Latif ist aus sachlichen Gründen hier genannt. Sofern es das Argument, Allah habe die Juden und Christen auch als Kafir Ungläubiger bezeichnet, anbelangt, dem könnte freilich entgegengehalten werden, dass Allah, der beste Richter, auch den Muslimen im Koran Kufr, Unglaube vorwirft. Nach der Logik meiner Kritiker müsste man demnach auch die Muslime als Kafir bezeichnen. Astaghfirullahil Adim, Astaghfirullah, Summa Astaghfirullahil Adim. Sehen Sie, zu welch seltsamen Blüten, das heißt Verzerrung der koranischen Lehre man gelangt, wenn man einen Koranvers unter Missachtung des Grundsatzes der systematischen Interpretation des Koran auszulegen versucht. Die muslimischen Geschwistern kann ich nur bitten, in Sachen der Religion genauestens darauf zu achten, von wem übernehmen sie was und was ist die Grundlage des Übernommenen. Wir Muslime müssten Allah danken dafür, dass wir unter dieser Staats- und Gesellschaftsordnung leben, die uns die volle Entfaltung unserer Persönlichkeit gewährleistet. Auch dieser Gesellschaft gegenüber müsste unsere Dankbarkeit in unserem Verhalten reflektieren. Der beste Ausdruck wäre dafür, dass man die deutsche Sprache lernt und sie einigermaßen ordentlich beherrscht. Weiterhin möchte ich besonders den jungen Muslimen und Muslimat vor solchen Menschen warnen, die sie gegen diesen Staat einerseits sowie andererseits gegen diese Gesellschaft anstacheln. Diese Leute sind definitiv nicht ihre Freunde. Unter dubiosen Konvertiten sind viele solcher Menschen, die die Muslimjugend geistig ruinieren. Bitte nehmen Sie sich vor solchen Konvertiten in Acht. Ihre äußere Sunna-Getue darf einen nicht täuschen. Sie erzählen den Jugendlichen Dinge im Namen des Islam, deren Grundlage im Koran al-Karim und Hadith Mubaraka nicht zu finden ist. Das sind dieselben Leute, die sie gegen ihre Elternhäuser aufhetzen. Ihre Aufhetze mündet gelegentlich möglicherweise in eine Straftat. Ihr wahrer Freund ist derjenige Mensch,
der ihnen sagt, dass sie für ihr Leben selbst verantwortlich sind und dass sie für ihr Leben gerade stehen müssen, dass sie aus ihrem Leben etwas Vernünftiges herausmachen sollten. Dass ihr seid Opfer dieser Gesellschaft und dieses ungläubigen Staates, ist eine kuriose Ansicht, die keinerlei islamische Reflexion aufweist. Sie ist auch sonst in sprachlicher Hinsicht dumm. Ein Staat ist weder gläubig noch ungläubig, wenn dann Gläubiger. Und dann ist der Gegenstück nicht Ungläubiger, sondern der überschuldete Schuldner. Scherz beiseite. Es sind die Menschen im Staate, die die verschiedensten Religionen und Anschauungen haben. Es dürfte sich, lassen Sie mich so sagen, mittlerweile auch unter den Muslimen herumgesprochen haben, dass man nicht ausgerechnet in den Teller hineinspuckt, aus dem heraus man gerade ist. Wir Muslime leben in dieser Gesellschaft, nehmen die Dienstleistungen, die vom Staat und der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden, und noch vieles mehr in Anspruch. Dies alles dürfte von uns nicht mit Undankbarkeit quittiert werden. Jeder Mensch müsste sich der Gesellschaft nützlich erweisen. Es ist unser aller Gesellschaft. Wir alle müssen uns um die Belange unserer Gesellschaft kümmern, nur so kann sie schön behalten werden. Statt eine Beschwerde gegen die Düsterkeit der Nacht zu erheben, ist es weitaus besser, eigenhändig eine Kerze anzuzünden. Eine Urdu-Redewendung. In diesem Sinne sind meine Wortbeitrag-Videos zu verstehen. Es ist ein bescheidener Versuch, eine Kerze gegen die Finsternisse der Unwissenheit anzuzünden. Es wird gleichwohl kein Anspruch erhoben auf Unfehlbarkeit. Ich lasse mich gern belehren. Das heißt, dass bessere Argumente mich zu einer besseren Einsicht führen können. Irren ist menschlich, aber sich auf Irrtümern beharren ist töricht. Wallahu alimum bizati sudur. Und Allah kennt, was in den Herzen verborgen liegt. Vielen Dank für Ihre Geduld. Machen Sie es gut. Ich wünsche allen Zuschauern einen wunderschönen Abend und Gottes Segen. Bis demnächst.